ich weiss noch sehr vieles aus dem Projekt, weil ich habe mich auch sehr viel daheim damit beschäftigt und es ist mir sehr viel geblieben, auch was wir gemacht haben, wie wir mit dem Thema umgegangen sind, was wir darüber geschwätzt haben, auch während der Pause und halt auch, was wir auch damit bezweckt haben und was der Sinn dahinter war. Also wir haben mit der roten die Reichen dargestellt und mit der blauen haben wir die Armen dargestellt. Bei den Armen haben wir zum Beispiel auch ein Bein abgesagt oder durchlöchert oder einfach gemacht, dass sie nicht so spielfähig sind, dass sie weniger Chancen haben zum Gewinnen. Bei den Reichen hingegen haben wir zum Beispiel noch Barrieren angeklebt oder wir haben Münzen dran geklebt und Ketten, dass man symbolisiert auch, dass sie Macht haben, dass sie Geld haben. Und bei den Armen war es dann so, dass sie halt einfach wenig haben, dass sie auch zum Beispiel krank oder verletzt sind. Und dass sie halt einfach auch keine Chance haben, gegen die Reichen zu gewinnen oder nur eine geringe Chance, da sie schwach sind, da sie nicht die Chancen haben wie die. Ich hatte eine arme Figur umgebaut, und zwar eine Figur, die in einer Kleiderfabrik geschafft hat. Die Figur hat sehr wenig Lohn bekommen und hat sehr schlechte Bedingungen am Arbeitsort und ist schon verletzt gesehen. Und ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich die Figur gebaut habe und gedacht habe, ja, das ist ja richtig schlimm. Also als ich das über die Bedingungen dort in Indien gelesen habe, hat mich das sehr geschockt, weil ich komme eben auch aus Indien, aber aus einem ganz anderen Ort. Und da ich eher in der Schweiz aufgewachsen bin, habe ich halt weniger von dem Zeugs mitbekommen, das halt an anderen Orten in Indien abläuft. Bei den selber gemachten Kleidern haben wir aus Plastiksäcken Röcke, T-Shirts, Taschen, Schleifen. Wir haben ganz vieles selber gemacht. Wir haben sogar probiert, Schuhe zu machen, damit, was sehr witzig rausgekommen ist, aber schlussendlich leider nicht brauchbar war. Aber es war schlussendlich gleich lustig, das selber zu machen. Und es hat auch recht schöne Sachen gegeben, wo wir gedacht haben, hey, das ist noch eigentlich noch cool, wie das gemacht ist. Und das sieht noch cool aus. Deswegen denken wir auch, halt einfach, dass das eine gute Aktion war, um anderen auch zu zeigen, dass man aus wenig sehr vieles machen kann. Und ich glaube, es hat uns auch Spass gemacht, hier mitzumachen in diesem Projekt. Und es hat uns halt mehr Punkte gegeben und ich glaube, wir alle wollen gerne gewinnen haben. Und das war dann wie so ein Ansporn dafür, die Fair-Projekte zu machen, also die Fair-Aktionen. Ich kann es sehr weiterempfehlen, das Projekt mitzumachen. Es hat unsere Klasse sehr zusammengeschweißt und es war auch cool, mal herauszufinden, von wo, wie und wieso man das so herstellt. Also meine Familie und ich, wir kaufen mehr Bioprodukte allgemein. Und beim Kleiderkauf weiss ich jetzt halt auch, von wo das Zeug kommt. Und sehr oft verzichte ich auf etwas, weil ich halt schon die schlechte Verarbeitung sehe. Und dann denke ich mir, nein, das brauche ich nicht unbedingt. Ich kann mich gut erinnern an das Projekt vor 2 Jahren, wo vor allem der Töckeli-Match, wo wir auf Liestl sind, mit 2 Klassen. So wir uns treffen mit Klassen aus der Sekundarschule Liestl, um auf dem Töckeli-Kasten, auf dem Umbauten, die Fair Battles auszutragen. Das war ein grosses Event. Viele Leute, viele Kinder, begeistert getöckelt haben, geschuttet haben, wollen gewinnen unbedingt. Das mag mich sehr gut erinnern, einfach so an die Atmosphäre, die da war. Ich erinnere mich gerne daran die Begeisterung und die Leidenschaft, die Schüler hatten, in einem Wettbewerb zu stehen, Punkte zu machen und gleichzeitig anderen Menschen einen Dienst zu tun. Das ist unglaublich, die Dynamik, die positive Dynamik. So Leute auch selber Aktionen lanciert. Beispielsweise haben sie aus Abfall, vor allem aus Plastikabfall, Mode, Kleider hergestellt. Sie Modeschau machen, Eltern eingeladen, haben Standaktionen gemacht in Bubendorf vor einem Laden
haben Leute angesprochen, sie waren sehr aktiv gewesen. Es ist so richtig ein Flow in die Klasse gekommen. Wenn man weiss, was es braucht, dass Schüler freiwillig Hausaufgaben machen, was das für ein Knarz ist und dann mitbekommt, die kommen freiwillig zusammen, um das zu machen, das hat mich sehr begeistert und etwas Ähnliches erlebe ich wieder. Die Klasse die ist dann auch alle anderen Klassen erzählen von ihrem Porträt, von ihrem Projekt, an was sie sind, was sie schon gemacht haben, ist auf grosse Resonanz gestoßen. Die Auseinandersetzung, was ist fair und was ist unfair, hat sich direkt im Alltag der Schüler eingewirkt, dass wir, also ich auf jeden Fall, deutlich auch merken können, dass Schulhauskultur um etliches fairer gelaufen ist, im nächsten Jahr, in den 1,5 Jahren nachher. In der Schule sind wir uns eigentlich übereingekommen, dass wir das Projekt alle 3 Jahre fahren wollen, damit jeder Schüler und jede Schülerin mal profitieren von dem und einen Anschub haben zum Thema Fairness im Konsum, Fairness unter Menschen. Die Kinder, die mit diesen Themen in Berührung kommen, würde ich das unbedingt als sehr wertvoll taxieren und kann das wirklich sehr unterstützen und empfehlen, dass man das Projekt durchführt, sich einlädt darauf, Erfahrungen sammelt, sieht, was da alles möglich ist. Die Kinder sind irgendwie gewachsen mit ihren Ideen, sie sind zum Teil gesprudelt und fast über Bord. Man hat sie ein bisschen zurückbinden, dass nicht jede Idee einfach praktikabel war zum Durchführen. Also das hat schon eine Dynamik ausgelöst, die die Klasse lange davon gezehrt hat und ich denke sich immer noch, mit diesen Themen, die sind denen im Bewusstsein. Also ich kann das sehr empfehlen. Ich kann jeder Schule gratulieren, die sich auf das einlädt.